Sei, wer du bist. Aber wer bin ich eigentlich? Warum verhalte ich mich dem Chef gegenüber anders als gegenüber meinen Freunden? Warum benehme ich mich an der Uni anders als auf einer Party? Und warum gebe ich mich im Restaurant anders als beim Familienpizzaessen auf der Couch? Kurzum, warum spielen wir vor anderen Theater? Genau die Frage hat dieser Mann beantwortet. Irving Goffman, Kanadier, Soziologe, Theaterfan und Ethnograph des Alltagslebens. Soziale Interaktion für ihn nur eine Inszenierung, genauso wie im Theater, mit Bühne, Kulissen, Darsteller und Publikum. Dramatologie heißt deshalb auch Goffmans soziologischer Ansatz. Aber was meint Goffman, wenn er sagt, wir alle spielen Theater? Für Goffman inszenieren wir unseren Alltag wie ein Bühnenstück. Wie in diesem Restaurant. Laut Goffman eine Bühne mit eigenen Spielregeln und mit Darstellern, von denen jeder seine festgelegte Rolle spielt, egal ob Gast oder Kellner. Die beiden hier zum Beispiel, ganz offensichtlich ein glückliches Paar. Für Goffman allerdings nur Darsteller in einer sozialen Situation. Ein Ensemble, das sich perfekt inszeniert als Verliebte. Jeder weiß, welche Rolle er zu spielen hat, vor sich selbst, aber auch vor den anderen, denn die anderen, die sind das Publikum, die es braucht für eine gelungene Inszenierung. Allerdings Zuschauer können gleichzeitig auch Darsteller sein, kommt ganz auf die Perspektive an. Außerdem spielt jeder im Alltag viele Rollen, je nach Situation. Goffman nennt das Rollenwechsel. Sie zum Beispiel. Unterwegs mit ihren Freunden gibt sie die coole Sportlerin. Für ihren Chef die engagierte Macherin und für ihren Partner ist sie gerade die verliebte Freundin. Je nach Rolle und Situation verändert sich ihre persönliche Fassade, also Wortwahl, Auftreten, Erscheinungsbild. Kommt der Kellner dazu, wird er als Darsteller Teil des Ensembles. Jeder weiß, was in dieser Situation zu tun ist und was die anderen erwarten. Die einen spielen die höflichen Gäste, der Kellner den hilfsbereiten Gastgeber. Goffman unterscheidet dabei Vorder- und Hinterbühne. Für den Kellner ist der Gastraum die Vorderbühne. Dort findet die Inszenierung statt. Die Küche dient ihm als Hinterbühne, ein Rückzugsort, verborgen vor dem Publikum, wo er sich auf seinen Auftritt vorbereiten und auch mal über nervige Gäste auslassen kann. Wieder auf der Vorderbühne geht die Inszenierung weiter, mit dem freundlichen Kellner, den nicht so schnell aus der Ruhe bringt. Auch nicht die plötzlichen Streitereien des Pärchens. Sobald der Kellner erscheint, spielen alle wieder ihre Rollen. Nichts soll die Inszenierung stören. Nicht um andere zu täuschen, sondern um im Spiel zu bleiben in gemeinsamer Interaktion. Und um einen guten Eindruck zu vermitteln. Goffman nennt das Imagepflege. Welche Rolle wir im Alltag spielen, hängt also laut Irving Goffman von der konkreten Situation ab und von unseren Mitspielern. Gemeinsam inszenieren wir uns auf der Bühne des Lebens nach festen sozialen Regeln, die unsere Handlungen begrenzen, aber auch Spielraum lassen, um uns selbst bestmöglich zu inszenieren, vor anderen, aber auch vor uns selbst, und das in jeder Rolle. Die eine Identität gibt es für Goffman also nicht. Wir spielen nicht nur viele Rollen, wir sind viele Rollen.